Mit Hosen haben wir einige Hosen. Ja, mit Hosen gab es einige, weiß nicht wie ausführlich. Also, Ich weiß auch nicht, ob das hat das eigentlich fast ausschließlich mit dir zu tun gehabt, oder? nee, es gibt auch die Hose mit dem Bauernfrühstück. Oh ja, das ist Also Hose ist wirklich so. Okay, dann hier beide. Ja. okay, aber eher ein 32 Jahre, da muss ja auch ein bisschen was an Geschichte sich ansammeln. Ich muss sagen, wenn es nicht passiert wäre, man provoziert es dann auch irgendwann. Also ich muss euch jetzt verraten, in Thailand ist die Hose, die habe ich mit Absicht vergessen. Damit ich endlich mal so, nein, Quatsch. Mir ist schlicht und einfach die Hose vom Bügel gerutscht in Thailand. Wir hatten ein Konzert mit Fernsehmitschnitt. Nee, live. Also live sogar, eben. Und ja, was tun? Und wir hatten nur eine Jeans an und der Weg war weit vom Quartier zum Fernsehstudio. Ich hätte es nicht mehr geschafft, die zu holen. Also auch mit keinem Taxi. Und Bangkok ist ja auch gestopft voll. Und wie durch ein Wunder war das, glaube ich, ein Mitarbeiter, ein großer Thailänder. Also die sind ja nun in der Regel nicht so groß. Aber der war nahezu so groß wie ich. Wir erblickten ihn. Und wir wussten schon, er kann es gar nicht ablehnen. Er kann es gar nicht ablehnen. Ich muss jetzt meine Jeans anziehen, ich muss seine Hose nehmen. Und er war auch erstmal so ein bisschen reserviert, weil was will er jetzt von mir? Und dann wird das als Notfall natürlich geschildert und letztendlich bekam ich seine Hose, die annähernd so aussah wie unsere und auch passte. Und ja, er konnte mit der Jeans, ja, es war okay. Und die Situation war gerettet. Also gerade ausgerechnet dort, wann haben wir denn mal ein Konzert mit Live-Mitschnitt, Fernsehen? Also eigentlich absurd, aber so ist es immer. Aber ich stelle mir wirklich vor, diesen Menschen das zu fragen. Und nun sind die ja auch so gesichtswahrend unterwegs, dass er das auch nicht ablehnen kann. Wiederum, eigentlich darf man das einen anderen nicht fragen. Wie geht er mit der Situation um? Wird keine Situation gewesen sein, die er schon mal erlebt hat, mutmaßlich. Es war aussichtslos, weil so schnell, auf die Kürze der Zeit, wo er feststellte, dass das fehlte für eine Live-Übertragung, es war nicht zu retten. Nee. Eine meiner liebsten Anekdoten mit euch ist eigentlich, als wir Weihnachten in Walkenried gesungen haben. Es war das letzte Konzert der Saison, also der Weihnachtssaison. Und wir begannen unser Stück Fum Fum Fum. Und das beginnt mit zwei eher retardierenden Momenten, mit so ein bisschen Pseudogregorianik. Und wir kamen bei dem ersten Punkt an, wo es kurz absetzt und dann Nostra. Das ist eigentlich, da hat jemand genossen, was auch immer. Also, das war schon schwierig, da ernst zu bleiben und dann sangen wir weiter und kamen an die zweite Stelle und dann nieste das gleich nochmal und dann zerbarsten. Sind wir zerbarsten? Wie sagt man denn? Also, da wollten wir mal Lachen aus. Du hast das gesagt. Also, wir konnten nicht weitersehen. Du hast gesagt, Leute, nee. Das können wir mit mir nicht machen. Aber auch das war nicht zu retten. Nee. Also einmal kriegst du, glaube ich, beherrscht und irgendwie noch ausgeblendet. Aber ein zweites Mal, vor allem in dem Augenblick, in diesem vulnerablen Moment, da so einen Handkantendieb reinzubekommen, das kriegst du nicht verspielt. Ja. Ich kann jemand anderes erzählen, aber auch mir sehr gern im Hirn. Und wenn man mal betrübter Stimmung ist, kommt das fast unweigerlich, um sich aufzuhellen, sind die Lachanfälle auf der Bühne, wo man sich ja erst recht, wo man sich beherrschen muss und umso schlimmer wird es, also indem man es unterdrückt und da gab es mehrere. Ja, ich wollte gerade fragen, wie viele gab es tatsächlich, wo eigentlich fast keiner mehr sehen konnte? Also Corona haben wir auf jeden Fall. Aber einer hat durchgehalten. Einer hat durchgehalten. Aber ich glaube, Hilverkühl haben wir alle gekriegt. Aber das war ja eine Ansage. Da kommt noch nicht aber weiter. Im Konzert, das Im muss ich Konzert, schon sagen. Also ja. Nachtkampf im Konzert. Ja. Und du Dann kriegst war es es nicht nicht alle. gegangen. Der war weg. Auch das war nicht zu retten. Lachen und Singen, es geht schwierig zusammen. Ja. Komischerweise, wenn man singt, muss man eigentlich nicht niesen. Das wird weggedrückt, aber Lachen kann man nicht unterdrücken. Ich erinnere mich auch an die Ständer in Kaltum auf Sylt. Achso, ich wollte sagen, kannst du es bitte präzisieren? Die Notenpulte. Ich muss erzählen, ihr wart auch dabei. Das war einfach zu schön. Wir hatten nur diese Drahtpulte, die... Naja, was daran liegt, dass wir nicht unsere großen, schweren Pulte mit auf Sylt schleppen wollten. Ja. Und vor Ort gab es halt nur diese Drahtpulte. Ja. Und wir mit unserer Notenmappe, die einiges noch an Gewicht mitbringt und irgendeiner hat einen falschen Impuls gegeben und es gab den Domino-Effekt und da lagen sie. Genau. Aber am besten war noch deine Bemerkung. Wir hatten eine Orgelpause, zum Glück, wir mussten nicht gleich weiter singen, das war mit Matthias Eisenberg.
auf Keitum, also in Keitum auf Sylt, so rum. Und er hat 10 Minuten Orgelstück gespielt und wir waren aber sichtbar sitzend im Chorraum. Also wir sind nicht rausgegangen, wollten wir auch nicht. Da lagen die Noten nun so. Aber deine Bemerkung, bevor wir uns hinsetzten und alle Pulte waren umgefallen, die waren eigentlich das Beste. Also wer Loriot kennt, Papa Ante Portas, wenn dann die Betten runterfallen und er kurz überlegt, wir machen dann im Garten weiter. Da brachen alle Dämme. So wie Kinder lasst, Konzert ist heute Quatsch. Geht raus, geht Konzert ist vorbei. Das Konzert ist vorbei. Weil die Noten waren, es war ein übelstes Das war Chaos. da der Zettel und Das war ein Haufen Noten. peinlicher Moment. Ich sehe uns aber noch an dieser Seite sitzen und im Augenwinkel eigentlich immer so ein Kopf immer mal so ein bisschen durchgehen. Ja, probierst irgendwie das Bild schlimm. der beherrschten Gruppe auch im Sitzen und Zuhören zumindest zu suggerieren, den Zuschauenden. Und aber irgendeiner wackelte eigentlich immer Ja, vor schlimm. Bauchlacher.